Ricarda Lang war zu Gast in einer Talkrunde der Welt eingeladen und hatte mal wieder die Gelegenheit genutzt, um eindrucksvoll vor laufender Kamera zu zeigen, wie wenig ihr die eigene Kultur und Heimat bedeuten, wenn es um das Thema Migrationspolitik geht. Mit ihren absolut weltfremden Argumenten schoss sie sich jetzt wieder mal ein Eigentor, dass sogar ein politischer Gast aus Holland sie an den Wert der deutschen Kultur erinnern musste. Mit der provokanten Frage, ob die Bevölkerungsentwicklung die deutsche Identität bedroht, brachte Ricarda Lang die Diskussion auf das typische Niveau der Grünen, wie man es von ihnen gewohnt ist. Doch dann schockt sie mit einer Antwort, die selbst mich komplett sprachlos machte. Ihre Antwort war so widerlich gegenüber ihrem eigenen Volk, dass man sich ernsthaft fragen muss, ob die Grünen überhaupt irgendein Interesse des deutschen Volkes in der Politik vertreten. Diese absolut menschenverachtende Antwort für das eigene Volk und die Geschichte Deutschlands machte sogar den Patrioten Friedrich Merz so wütend, dass er ihr ordentlich die Meinung sagte. Leider scheint Ricarda Lang eine starke Abwehr gegenüber der Realität zu haben, was eventuell auch auf ihren eigenen Bildungsmangel zurückzuführen ist. Aber genug der langen Worte, schauen wir uns diese Bildungskoryphäe Ricarda Lang einmal an, die es ja wirklich geschafft hat, Karriere ohne Leistung zu machen. Los geht's. Ich will aber auch sagen zu der Frage, wo entwickelt sich Deutschland hin, was können wir eigentlich tragen? Wir sind vor allem auch ein Land, das massiv vom demografischen Wandel betroffen sind. Das heißt, mit der Zeit werden wir eher zu wenig Menschen haben, die Lohnarbeit nachgehen, zu wenig Menschen haben, die in die Rentenkasse, in die Sozialkasse einzahlen. Das heißt, wir brauchen Einwanderung. Es ist nicht nur eine Chance, sondern wenn wir auf den demografischen Wandel schauen, ist es eine Notwendigkeit für dieses Land, für diesen Wirtschaftsstandort. Und genau deshalb ist es zum Beispiel gut, dass wir als Ampel hier endlich gestalten, dass wir ein Chancenaufenthaltsrecht auf den Weg gebracht haben. Was mich ein bisschen Sorgen macht, wenn wir über Immigration reden, und das ist natürlich, wie das heißt auf Englisch, the elephant in the room. Der Elefant im Raum. Ja, das hat zu tun mit Kultur. Obwohl ich jetzt sehr mangelnd Deutsch rede, weil ich bin hier erst einige Stunden, ich brauche normalerweise 24 Stunden, bis ich ein bisschen besser ist es. Sie haben keine Ahnung, wie ich genieße, Deutsch zu hören. Es ist eine so wunderbare Sprache. Und sie haben solche große Dichter und Schriftsteller und Künstler und ich weiß nicht was alles. Wie behält man das? Wie sorgen Sie dafür, dass diese, ich weiß, es gibt große Schattenseiten, diese deutsche Kultur, aber dennoch für Ausländer, für mich auch als junger Mann, Deutsch zu lernen in der Schule in Holland, um begrüßt zu werden von wirklich ganz großen Denker, ganz großen Philosophen und so. Wie behält man das? Wie schützt man das? Weil ich kenne gewisse Zahlen. Wenn sie so weitergehen im Moment, dann gibt es kaum noch ein deutsches Volk am Ende dieses Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob das besser ist als das deutsche Herz Europas, um das imstande zu halten. Ich würde vielleicht, wenn ich einmal zu der Frage der Kultur was sagen darf, ich mache mir nicht so viel Sorgen um die Zukunft von Goethe und Schiller. Ich glaube aber auch, dass die Frage, ob man Goethe und Schiller genießen kann, auch lieben kann, dass das nicht daran liegt, wo die eigenen Eltern geboren wurden. Das stimmt. Sondern das kann in unserem Bildungssystem, wenn wir es gut aufstellen, Sicher. jeder, egal ob er jetzt Hossam oder Lang mit Nachnamen heißt, erfahren. Sie haben recht. Der Holländer hat es genau richtig erkannt, aber er weiß auch, dass es absolut sinnlos ist, einer Ideologin wie Ricarda Lang zu erklären, dass Heimat eben mehr als nur ein wirtschaftlicher Standort ist, der Bürgergeld auszahlen kann. Doch gerade die Orte wie die eigene Heimat verbinden Menschen mit Familie, mit denen man eben auch Gemeinsamkeiten teilt. Doch wie Ricarda Lang schon sagte, glaubt sie eben nicht an die deutsche Kultur und genauso wenig glaubt sie auch an Goethe und Schiller, dessen Bücher sie wahrscheinlich selbst noch nie gelesen hat. Für sie ist Deutschland einfach nur ein Fleck auf einer Karte, das in Mitteleuropa liegt. Aber sie ist ja auch dadurch kein schlechter Mensch. Meiner Meinung nach ist sie genau deshalb aber eine ganz schlechte Politikerin, die noch nicht mal die Durchschnittsrenten derer kennt, die Deutschland durch harte Arbeit und Disziplin eben mit aufgebaut haben, das jetzt komplett vor die Wand gefahren wird, nur weil die falschen Leute eben an der Macht sind. Doch die grüne Realitätsverweigerung geht hier noch weiter und Ricarda Lang setzt noch einen drauf. Sie sieht in den belegten Statistiken über die geringe Arbeitsbereitschaft der zugewanderten Migranten ein Versagen Deutschlands. Dabei verschließt sie die Augen vor der Wahrheit und erkennt nicht an,
dass es ein strukturelles Problem der aktuellen Zuwanderungspolitik ist. Doch was sie als Lösungsvorschlag anbietet, klingt so unglaublich und absurd, dass so etwas wieder nur von den Grünen kommen kann. Also festhalten, anschnallen und bereit machen für die nächste Szene. Was wir tatsächlich oft als Problem hatten in der Vergangenheit, ist, dass Leute, die hier sich von Duldung zu Duldung rangeln, gar keine Möglichkeit haben zu arbeiten. Dabei wissen wir alle, Arbeit ist die größte Integrationshilfe, die es geben kann. Und das Thema ist dann, da hilft jetzt das Chancenaufenthaltsrecht, die Sprache schnell zu lernen und tatsächlich Bildung. Bildung sind Orte der Integration, müssen dabei gestärkt werden. Das, was Sie beschrieben haben, dass wir teilweise Viertel haben, die man dann als Problemviertel beschreiben kann, das liegt ja auch daran, dass wir in unseren Städten eine totale Teilung haben. Wo leben die Menschen, die wenig Geld haben? Wo leben die Menschen, die viel Geld haben? Wer geht auf welche Schulen? Vielleicht sollten wir uns darüber auch mal Gedanken machen, wie kriegen wir eigentlich eine andere Durchmischung hin in den Städten. Dann reden wir aber auch über Städteplanung und Mietrecht. Das ist viel, viel komplexer, als das auf einzelne, einfache Ja- und Nein-Fragen bei Einwanderung runterzubrechen. Wünsche ich Ihnen viel Vergnügen dabei. Dankeschön. Das ist ein Versuch, hier diese Gesellschaft zu verändern, mit der Sie granatenmäßig Schiffbruch erleiden werden, wenn Sie so etwas machen. Ich möchte, dass es in Städten nicht die Armen und die reichen Viertel gibt. So, wenn Sie das anordnen zu ändern, statt es am Ort des Geschehens zu ändern, dann werden Sie ganz andere Auseinandersetzungen hier in diesem Land noch haben. Der entscheidende Punkt ist, dass die Kinder und dass die Familien, die zu uns kommen, eine Chance haben, schnell ausgebildet, schnell integriert zu werden. Und Frau Lang, diejenigen, die mit Asyl hier sind und geduldet sind, können spätestens nach 6 Monaten, meistens schon nach 3 Monaten, das wissen Sie auch, eine Arbeitsgenehmigung bekommen und arbeiten. Aber sie sind nicht ausbildungsfähig und sie sind nicht arbeitsfähig. Und das ist das eigentliche Problem. Es gibt Ausnahmen, selbstverständlich. Jeder von uns kennt Ausnahmen. Aber der normale Fall ist, dass diejenigen, die wir haben, und leider eben auch viele von denen, die 2016 zu uns gekommen sind, im Arbeitsmarkt nicht integrierbar sind, weil sie einfach die Fähigkeiten nicht mitbringen, weder ausgebildet sind, noch eine entsprechende Sprachkenntnis haben. So, und wir haben hier Gruppen in Deutschland, das sind in der Regel junge Männer irgendwo so zwischen 20 und 30, die hier größte Probleme auslösen. Und wenn Sie davor die Augen verschließen und stattdessen so einen Vorschlag machen, dann werden die Probleme eher größer als kleiner. Wow, das ist echt krass, meine lieben Zuschauer. So ein Vorschlag, dass es in Städten nicht die armen oder reichen Vierteln gibt, kann doch nur von jemandem kommen, der selber noch nie wirklich hart gearbeitet hat. Doch gerade der Sozialstaat Deutschland ist für Frau Lang der Beweis, dass große Karrieren möglich sind durch den Erhalt eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ricarda Lang ist zu einer politischen Größe herangewachsen, ohne jemals selbst einen Beitrag für unseren Sozialstaat zu leisten. Im Gegenteil, sie hat doch anhand ihrer eigenen Person gezeigt, wie viel man hier in Deutschland erreichen kann und das ohne zu arbeiten. Sie hat 2 abgebrochene Studienlehrgänge und Unis geschmissen und allein dafür 7 Jahre Zuwendungen in Form von BAföG kassiert fürs Nichtstun. Diese Frau hat noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet und nie Kontakt zur Realität gehabt. Und sie kann die Sorgen und Probleme des Volkes ja gar nicht verstehen. Ricarda Lang kann uns nicht verstehen. Wie denn auch? Sie kennt das Gefühl nicht, morgens um 5 Uhr aus dem Haus zu gehen, wenn der Wecker schellt, um dann schweißgebadet zur Arbeit zu fahren. Oder glaubt ihr, dass diese Frau eure Sorgen und Ängste und Probleme versteht? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Doch lauschen wir nun unserem Gast aus Holland, der das eigentliche Problem klar und deutlich definiert, und somit demütigt er Ricarda Lang komplett vor laufender Kamera. In Holland haben wir auch diese Diskussion. Und ich weiß, ja. Aber die eigentliche Frage ist, wie viele kluge Köpfe gibt es in der Welt? Weil wir reden auch darüber. Wir wollen die kluge Köpfe. Ich höre das in Kanada, in den Vereinigten Staaten, in Schweden, überall reden wir, lass die kluge Köpfe kommen. Wo wachsen die, wo werden die entwickelt? Es gibt, denke ich, nicht so viele kluge Köpfe, dass wir auch davon genießen können in Holland. Und in Deutschland und überall in der Welt. Also es gibt da Begrenzungen. Es ist eine schreckliche Frage und hier gibt es eine große Ehre für mich. 2 Menschen, die fast jeden Tag damit beschäftigen. Ich habe keine Antwort darauf. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden aus dem Jahr 2006. Damals haben Sie gesagt, ich zitiere das wörtlich, viele Einwanderer würden nur nach Westeuropa kommen und türkisch oder arabisch gefasste Formulare ausfüllen, um Sozialhilfe zu beantragen und danach in ihrem eigenen subventionierten Ghetto zu verschwinden. Ja, ich würde das sowas nicht sagen im Moment. Bin jetzt ein bisschen älter. Aber wir haben diese Vierteljahr. Leider gibt es die.
nicht mit schrecklichen französischen Effekten. Aber dennoch, es gibt Schulen in Holland, wo man nicht über zum Beispiel den Holocaust sprechen kann. Da gibt es Lehrer, die sagen, ich kann nicht darüber reden, weil da wird gleich geschimpft oder die fangen an zu lachen oder die sagen, oder man hört da in dieser Schule, Holocaust hat es nie gegeben. Die größte Benutzer von Sozialhilfe, leider, ja, das sind die Fakten, ich kann es nicht anders machen. In Holland sind Menschen mit einem Migrationshintergrund. Mehr als die Hälfte der syrischen Einwanderer haben auch Sozialhilfe. Ist das gut? Nein, das ist nicht gut. Wie können wir diese Menschen, ja, Sie wissen das besser als ich. Wie holen wir diese Menschen aus dem Nahen Osten nach Europa, obwohl die schon bei uns sind? Und nicht nur nach unseren Versorgungsstaaten schauen, als wie ein Paradies, wo man vieles gratis bekommt. Nicht immer, natürlich, auch ich übertreibe. Ich kenne unheimlich viele Menschen, die sehr erfolgreich sind in Holland, Einwanderer, Kinder von Einwanderern, die es sehr gut machen. Meines Erachtens, ich denke noch immer ist es, und das habe ich auch schon vor langer gesagt, 1/3 der Einwanderer und ihre Kinder sehr gut integriert. 1/3 hat Probleme. Und der letzte 1/3, da haben wir wirklich, darf ich das mal sagen in Deutschland, Scheiße. Dieser Holländer ist schon ein ganz schlauer Fuchs, meine lieben Zuschauer. Da hat er doch absolut recht und das Problem erkannt, wenn er sagt, hier ist doch ein Paradies, wo man eben vieles gratis bekommt, wozu denn noch arbeiten? Das deutsche Volk zeichnet sich durch ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Arbeitswillen aus. Doch wenn dieser Teil immer weniger wird und der neu zugewanderte Teil eben noch weniger Leistungsbereitschaft und Arbeitswillen zeigt, dann kann man doch 1 und 1 zusammenrechnen und erkennen, dass Deutschland immer weiter wirtschaftlich abstürzen wird, weil eben Fachkräfte in diesem Land fehlen. Wieso begreift das Ricarda Lang nicht? Ich meine, da muss man erst einen holländischen Politiker einladen, der vor laufender Kamera das Problem anspricht, was die Grünen die ganze Zeit nicht wahrhaben wollen. Aber wenn es nach Ricarda Lang geht, dann soll das ganze deutsche Volk schön weiterknechten und arbeiten, damit Zugewanderte, die noch nie einen Beitrag oder einen Cent in unseren Sozialstaat eingezahlt haben, Leistungen bekommen fürs Nichtstun. Herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Ja, was sagst du denn zu diesen Aussagen von Ricarda Lang zur aktuellen Migrationspolitik? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was ihr von solchen Aussagen haltet. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Like oder Abo dalassen, Glocke aktivieren, dann verpasst du nichts mehr und wir sehen uns gleich im nächsten Video.